Mein Name ist Christoph Brand, CEO der Axpo-Gruppe. Kurzfristig ja, mittel- und langfristig nein. Erstens muss das Netz angepasst werden an eine viel variablere Produktion. Und zweitens müssen wir es zum Teil massiv ausbauen, für den Strom zu transportieren von den Orten, wo er produziert wird, zu den Verbrauchern. Ja, ganze Reihen. Also, abgesehen, dass es natürlich sehr hilfreich wäre, wenn die Netze wirklich smart werden würden. Und da sind wir, glaube ich, im Vergleich zu anderen Industrien in der Digitalisierung noch weit hinterher. Braucht es natürlich auch substanzielle Investitionen in den Ausbau der Netze. Einerseits Kapazitätserweiterung, dann die entsprechenden geografischen Anpassungen, Stichwort Abtransport von Energieproduktion von den Alpen beispielsweise. Wir sehen das bei uns selber. Also bei uns ist es ein Generationenprojekt, unser Mittelspannungsnetz umzubauen. Da reden wir von seit 3 Jahrzehnten sind wir eigentlich dran, 3 Milliarden Grössenordnung. Und das ist ja nur unser Teil quasi. Also da kann man abschätzen, wie gross das dort Herausforderungen werden für das Gesamtnetz. Sie sind gross. Das Gute ist, die Technologien sind da, es ist eigentlich nur eine Frage vom Willen, inklusive dem politischen Willen. Wenn ich das wüsste, dann wären wir wohler. Nein, es ist das grosse Problem. Wie können wir die Leute davon überzeugen, die Bevölkerung davon überzeugen, dass es halt ohne Infrastruktur nicht geht und der Strom nicht einfach aus der Steckdose kommt? Der Schlüssel wird darin liegen, dass das ganze Thema der Bewilligungsverfahren muss ziemlich radikal angegangen werden und vereinfacht und beschleunigt werden. Sonst wird es uns nicht gelingen. Optimistisch in dem Sinn, dass wir nicht ein technisches Problem haben, um die Versorgungssicherheit in der Schweiz sicherzustellen mit CO2-freien und erneuerbaren Mitteln. Ich glaube, langfristig wird der Produktionsmix etwa so aussehen, also ein gutes Drittel bleibt Wasserkraft, ein knappes Drittel wird Photovoltaik sein und ein Drittel wird eine Mischung sein aus Wind, Biomasse und auch Gas to Power mit dem CO2-freien Gas, versteht sich von selber. Das ist jetzt auf das Winterhalbjahr, aber so gut das Winterhalbjahr ist ja der kritische Zeitpunkt. Aber grundsätzlich eigentlich aus einer technischen Optik aus optimistisch. Ja. Also, was das Netz sicher muss können, ist mit den viel stärkeren Schwankungen logischerweise umgehen. Oder? Und das braucht Investitionen ins Netz. Inwiefern das rein vom Abtransport her das Netz geeignet ist, glaube ich, das sieht a priori nicht schlecht aus. Es ist auch so, dass wenn natürlich der Anteil von einer bestimmten erneuerbaren Quelle mit dem entsprechenden Produktionsmuster plötzlich sehr, sehr hoch wird im Gesamtmix, dann können die Investitionen ins Netz eskalieren. Und ich glaube, darum braucht es die Diversifikation von Technologien und darf man nicht einfach eine einzige Technologie quasi als die allein seligmachende bezeichnen. Nein, es wird vernachlässigt aus meiner Optik. Alle wollen natürlich die grossen Anlagen sehen, die Produktionsanlagen, dass es so das Netz braucht, das geht gerne vergessen. Wir kennen es vielleicht aus der Telekommunikation, da braucht es, mit Mobilfunk braucht es auch nicht mehr das gleiche Netz, es braucht aber ein anderes. Also ich glaube, das Netz generell hat zu wenig Aufmerksamkeit. Es braucht grosse Investitionen ins Netz, um im Rahmen der Energiewende das fit zu machen und smart zu machen. Und das wird zu wenig beachtet.